Wenn du einen möglichst günstigen Zins für einen Ratenkredit möchtest, führt kein Weg an einem Kreditvergleich vorbei. Die Zinshöhe kann aber nicht nur zwischen den Banken variieren, sondern auch von Kunde zu Kunde bei ein und derselben Bank. Verschiedene Faktoren spielen dabei eine Rolle. In diesem Video zeigen wir dir 7 Tipps und Tricks, mit denen du nicht nur die Zusagewahrscheinlichkeit deutlich erhöhst, sondern auch einen besonders günstigen Zins erhalten kannst. Tipp 1. Vergleiche persönliche Angebote. Bei einigen Kreditvergleichen werden dir die Zinsen verschiedener Banken angezeigt, ohne dass du deine Daten eingeben musst. Bei den dort gezeigten Zinsen handelt es sich um den sogenannten Schaufensterzins. Das ist der bestmögliche Zins, den die meisten Kunden aber nicht erhalten. Der Zins wird nämlich bei praktisch allen Banken nach der Bonität festgelegt. So kann die Spanne zwischen diesem niedrigsten Zins und dem höchsten Zins bei ein und derselben Bank mehr als 10% betragen. Ohne Angaben deiner persönlichen Daten ist ein echter Vergleich nicht möglich. Daher solltest du bei mehreren Banken direkt anfragen. Unter dem Video verlinken wir dir einen Anbieter, bei dem du mit nur einer Anfrage deine persönlichen Angebote von mehr als 20 Banken anfordern kannst. Dabei erfolgt lediglich eine Konditionen- und keine Kreditanfrage. Die Konditionenanfrage ist Schufa-neutral. Tipp 2. Gib den Verwendungszweck an. Es kann sich lohnen, im Anfrageformular einen Verwendungszweck anzugeben, um bessere Konditionen zu erhalten und auch um die Zusagewahrscheinlichkeit zu erhöhen. Erstens, kann die Bank beispielsweise ein Auto oder eine Immobilie als Sicherheit verwerten, sinkt das Ausfallrisiko und das wird in der Regel mit einem günstigeren Zins belohnt. Und zweitens, auch bei einem Umschuldungskredit ist die Angabe des Verwendungszweckes wichtig. Dabei wird zwar ein neues Darlehen aufgenommen, aber es kommt nicht zu einer Neuverschuldung. Ohne die Angabe des Verwendungszweckes bei einer Umschuldung kann es eher zu einer Absage kommen, auch wenn das Ziel eine Verbesserung der Verschuldungssituation ist. Tipp 3. Wähle keine zu langen Laufzeiten. Kredite mit Laufzeiten von 6 Jahren oder mehr sind deutlich teurer als Kredite, die nur 12 Monate bis 5 Jahre laufen. Das hat 2 Gründe. Erstens, je länger der Kredit läuft, desto höher ist das Ausfallrisiko für die Bank. Viele Banken lassen sich das erhöhte Risiko mit einem höheren Zins bezahlen und so sind die Kredite mit Laufzeiten von 48 oder 60 Monaten oft günstiger. Und zweitens, mit einem langlaufenden Kredit erfolgt die Tilgung langsamer. Die Restschuld, für die du Zinsen zahlst, bleibt so lange hoch. Tipp 4. Finde, wenn möglich, einen Mitantragsteller. Wenn du in einer festen Partnerschaft lebst, überlege, ob ihr den Kredit gemeinsam aufnehmen könnt. Mit einem zweiten Antragsteller verringert sich das Risiko für die Bank und das wird durch einen niedrigeren Zins belohnt. Tipp 5. Vermeide Restschuldversicherungen. Oft bieten Banken ihre Restschuldversicherungen mit an, die dich bei Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit oder Tod schützen sollen. Leider kommen diese Versicherungen aber mit vielen Ausschlüssen und leisten daher oft nicht. In der Regel gibt es Wartezeiten von 6 Monaten bei Arbeitslosigkeit. Wirst du also innerhalb von 6 Monaten nach Kreditaufnahme arbeitslos, zahlt die Versicherung nicht. Auch die Leistungsdauer wird häufig begrenzt. In der Regel zahlen solche Versicherungen nur bis zu 12 Monate. Dazu kommt, dass die Kosten für Restschuldversicherungen sehr hoch sind. Bei einem Kredit über 10.000 Euro werden je nach Anbieter 800 bis 1.300 Euro fällig. Das sind in diesem Fall 8 bis 13% der Darlehenssumme. Der Versicherungsbeitrag wird außerdem auf die Kreditsumme aufgeschlagen und über die Raten abbezahlt. So zahlst du auch noch Zinsen dafür. Überlege dir also gut, ob die Restschuldversicherung Sinn für dich macht. Und wenn ja, prüfe die Konditionen genau. Und wenn du aktuell einen Kredit mit einer Restschuldversicherung hast, kann sich ein Umschuldungskredit lohnen. Die niedrigere Restkreditsumme und die kürzere Restlaufzeit können dir dabei einen niedrigeren Zins bringen als bei deinem alten Kredit. So profitierst du dann im besten Fall doppelt. Durch den Wegfall des Versicherungsanteils in der Rate und einen günstigeren Zins. Tipp 6. Fasse mehrere Kredite zusammen. Deine Kreditwürdigkeit wird von den Banken auch anhand der Anzahl der Gläubiger beurteilt, da das Ausfallrisiko steigt, je mehr Banken Geld von dir bekommen. Solltest du also noch einen alten Kredit haben, erhöhe bei deiner Anfrage den Betrag um die Restschuld und gib die Umschuldung als Verwendungszweck an. Tipp 7. Prüfe deine Bonität. Fordere deine Selbstauskunft bei der Schufa an und prüfe sie auf falsche oder veraltete Angaben. Wenn nötig, lasse sie korrigieren. Unter dem Video findest du einen Link zum Formular bei der Schufa, unter dem du die Datenkopie kostenlos bestellen kannst. Die 3 wichtigen Faktoren beim Kreditvergleich. Die Laufzeit, die Bonität und die Kreditsumme wirken sich auf die Höhe des Zinses aus, da sie das Ausfallrisiko für die Bank beeinflussen. Unsere 7 Tipps für den Kreditvergleich können dir dabei helfen, einen besonders günstigen Zins zu bekommen. Den Link zur Schufa und zum Anfrageformular, um die persönlichen Kreditangebote von bis zu 20 Banken zu vergleichen, findest du unter dem Video. Kennst du noch mehr Tipps und Tricks für einen günstigeren Zins oder hast du noch Fragen zum Thema Kredit? Dann schreib uns in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern.
Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.